Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Gewinnverteilung zwischen GmbH-Gesellschaftern. Ich spreche heute mit Tietje über die unterschiedlichen Arten der Gewinnverteilung und Gewinnausschüttung, die zu einer Gesamtsteuerbelastung von 49 oder sogar 55% führen können. Ich spreche auch über die unterschiedlichen privatrechtlichen Folgen. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ja, Gewinnverteilung bei GmbH-Gesellschaftern oder zwischen GmbH-Gesellschaftern. Eigentlich habe ich mir das ganz einfach vorgestellt. Jeder bekommt das, wie es im Gesellschaftervertrag festgelegt ist, beziehungsweise nach seinen Anteilen. Aber, wie ich dich kenne, würden wir hier nicht so sitzen, wenn es so einfach wäre. Ja, das ist richtig. Also, ja, du hast schon recht. Also im Vertrag, daran müssen wir gucken. Dann gibt es ja häufig die quotale Gewinnausschüttung. Dann kriegt jeder seinen Anteil, wie er an der Gesellschaft beteiligt ist. Das ist das, was du meinst. Aber es gibt ja auch die disquotale Gewinnausschüttung. Die kann man im Gesellschaftsvertrag regeln. Dann bekommt schon wieder nicht jeder das, wie er an der Gesellschaft beteiligt ist. Und nicht zuletzt ist natürlich die unerlaubte Gewinnentnahme. Das ist die sogenannte, also steuerlich wird das verdeckte Gewinnausschüttung genannt, wo sich also eine Person, ein Gesellschafter etwas aus der Gesellschaft herausnimmt, ohne einen Gewinnverwendungsbeschluss dafür zu haben. Aber das bekommt man doch mit als anderer Gesellschafter, wenn da jemand jetzt einfach Gewinn entnimmt. Tja, das kommt drauf an. Also kommt vielleicht auch auf die Höhe an, die da entnommen wird und auf die Größe der Firma. Also wenn du eine kleine Firma hast, dann siehst du vielleicht auch 90 €, die dort entnommen werden. Wenn du eine etwas größere Firma hast, kann es sogar sein, dass monatliche Leasingraten bezahlt werden und du kriegst das nicht mit. Oder du hast so Fälle wie, du hast einen Gesellschafter, Geschäftsführer gehabt, den hast du aber wegen Untreue rausgeklagt, der hat einen Leasingwagen, den nutzt er auch privat, die Leasinggebühr wird weiter bezahlt, er nutzt den Wagen auch weiter, obwohl er ja eigentlich schon gar nicht mehr aktiv in der Gesellschaft mitwirkt. Du bist im Prinzip mit ihm gerade auch ihm dabei wirklich am Herausklagen. Das kann ja auch 2-3 Jahre dauern und in dieser Zeit bekommt er den Leasingwagen bezahlt, er nutzt den Leasingwagen, dabei ist er schon gar kein aktives Mitglied mehr der Gesellschaft. Also da haben wir dann eine verdeckte Gewinnausschüttung. Und natürlich hast du das irgendwie mitbekommen, aber du kannst das gar nicht verhindern. Das ist eine blöde Situation. Okay, das leuchtet mir ein, wenn ein Gesellschafter jetzt in einer geschäftsführenden Position ist. Aber wie ist es jetzt bei reinen Gesellschaftern, die ja vielleicht gar nicht im operativen Geschäft tätig sind? Ja, also sie können sich natürlich jederzeit eine offene Gewinnausschüttung beschließen. Auch eine Zwischenausschüttung. Also Sie könnten das monatlich machen, täglich machen, jährlich machen. Sie sind da an nichts gebunden. Das geht immer als Gesellschafter. Nur diese verdeckten Gewinnausschüttungen gehen nicht. Also da kommen Sie nicht so schnell ran, weil da müssen Sie ja Zugriff auf die Firma haben. Und zwar von innen heraus kann das nur der Geschäftsführer. Wenn Sie nicht auch diese Position mit innehaben, ist es schwieriger. Auf der anderen Seite nicht unmöglich. Sie müssen sich ja letztendlich nur mit dem Geschäftsführer verbündeln und ihm sagen, ja, pass mal auf, weil Sie können ja auch den Geschäftsführer jederzeit kündigen, wenn Sie wollten. Ich will jetzt hier zu nichts raten. Ne? Also das ist keine Gestaltungsberatung. Ich sage nur, rein theoretisch wäre es über den Weg möglich, obwohl man nur Gesellschafter ist, doch eine verdeckte Gewinnausschüttung zu bekommen. Okay, aber unterstellen wir jetzt mal, alles läuft glatt, es gibt einen Beschluss und es gibt eine Gewinnausschüttung. Was hat das für weitere Folgen? Ja, also eine Gewinnausschüttung löst immer auch Kapitalertragssteuer aus. Übrigens auch die verdeckte Gewinnausschüttung. Es sind immer auf privater Ebene 25% Steuern zu bezahlen, mit teilweise auch Abgeltungswirkung. Kommt so ein bisschen auf deine Position in der Gesellschaft an, ob es Abgeltungswirkung hat oder nicht. Das andere ist auch, dass also diese Gewinnausschüttung den Gewinn der GmbH nicht mindert. So, das ist eigentlich immer dasselbe. Der Realitätscheck ist aber ein anderer. Also gerade bei den verdeckten Gewinnausschüttungen. Bei den offenen ist es relativ klar, du kriegst ein Gewinnausschüttungsprotokoll, das ist unterschrieben, man meldet die Kapitalertragssteuer an, führt das ans Finanzamt ab. Aber bei der verdeckten Gewinnausschüttung passiert das gerade nicht. Die sind aber nach Gesetz auch kapitalertragssteuerpflichtig. So, wann wird eine verdeckte Gewinnausschüttung festgestellt? Meistens vom Finanzamt, im Nachhinein.
Und das ja über Jahre vielleicht sogar. Genau, über Jahre kannst du haben. Ne? Mit dem Beispiel mit dem Leasing, was ich dir eben gesagt habe, das kann mal 2, 3 Jahre lang schon gelaufen sein. Dann hast du jeden Monat keine Kapitalertragssteueranmeldung gemacht, obwohl du das hättest machen müssen. Das kann also bis zum Vorwurf der Steuerhinterziehung gehen. Ne? Was dann natürlich die gesamte Gesellschaft betrifft. Ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Leute sollten die Kapitalertragssteueranmeldung machen, auch bei verdeckten Gewinnausschüttungen. Warum? Weil jetzt das Geld offiziell aus der Firma für die Steuer bezahlt wird und im Privaten hat es ja Abgeltungswirkung. Haben Sie das in der Firma nicht bezahlt und im Nachhinein wird das festgestellt, dann ist das ja im Prinzip nur noch auf der Ebene der Einkommensteuer zu sehen und bisher wurde aber keine Kapitalertragssteuer abgeführt, also wird die Steuer ja noch zu bezahlen sein. Das muss aber jetzt der Gesellschafter privat bezahlen. Er kann sich aber nicht einfach so das Geld aus der Firma ziehen, weil das wäre ja auch wieder eine Gewinnausschüttung. Hätte er das von vornherein über die Firma gemacht, wäre die Firma auch mit allen Kosten inklusive seiner Steuer belastet gewesen. Gut, das eine sind jetzt die steuerrechtlichen Fragen, aber was für zivilrechtliche Folgen hat das Ganze noch? Ja, also wenn du natürlich eine offene Gewinnausschüttung machst, dann entspricht das dem Gesellschaftsrecht geregelt im GmbH-Gesetz, Aktiengesetz. Alles ist gut. Das Problem sind die anderen Ausschüttungen, die wir im Steuerrecht verdeckte Gewinnausschüttung nennen. Das ist natürlich eine nicht gesellschaftsrechtlich erlaubte Vermögensminderung. Und da kann man schon erkennen, also das geht in Richtung Strafrecht und im Steuerrecht auch. Also wenn du dann, klar, du hast die steuerlichen Folgen zu tragen mit 55%. Dazu sage ich gleich noch was, warum es nicht nur 49% sind. Das ist natürlich irgendwo in Ordnung. Vielleicht kommst du da aber auch ins Steuerstrafrecht, weil du die Kapitalertragssteueranmeldung nicht vorgenommen hast. Das ist aber, glaube ich, in dem Fall gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist wirklich das Zivilrecht, das dann sagt, Mensch, hier ist eine Vermögensminderung passiert. Es wurde ja auf einmal nur einer begünstigt. Wenn im Gesellschaftsvertrag ist ja üblich die quotale Gewinnausschüttung, die hast du ja quasi umgangen, wenn du dir selber alleine den Vorteil ziehst. Und die anderen sind ja auch dann wirklich geschädigt, denn sie haben ja weniger Gewinn. Wenn du also von dem Gesamtgewinn immer einen Teil nur für dich abschöpfst, haben die anderen diesen Teil weniger. Also das hat ehrlich gesagt viel größere Folgen. Und das sind auch die privatrechtlichen Folgen. Also es geht in Richtung Strafrecht, Steuerrecht eventuell. Nochmal ganz kurz mit den 49 und 55%. Also man hört immer viel im Internet, oh, Gewinnausschüttung kostet 49%. Ja. Ist auch richtig bei der offenen Gewinnausschüttung. Weil da ist das ja so, du hast einen Gewinn von 100. Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer beträgt immer bummelig 30%. 30% dann bleiben 70% übrig. Also diese 70% ist aber auch für die offene Gewinnausschüttung ja nur das Potenzial, das du ausschütten kannst. Wenn du das ausschüttest, fallen darauf 25% an, auf die 70%. Das macht dann 19%, wenn du das im 100 rechnest, von 100 rechnest. Zusammen 30 und 19 machen 49%. Das ist richtig. Bei der verdeckten Gewinnausschüttung, also bei diesen nicht erlaubten Gewinnausschüttungen, ist es aber eine andere Berechnung, weil du hast immer die Bemessungsgrundlage 100. Weil auf diese Ausschüttung, das ist jetzt die Bemessungsgrundlage, ist ja der Betrag 100. Darauf wird jetzt, weil das ja den Gewinn nicht mindern durfte, 30% Körper- und Gewerbesteuer erhoben und gleichzeitig auch nochmal die 25%. Und deswegen hast du dabei dann auch gleich 55%. Eine Frage, die mich jetzt persönlich noch interessiert, was ist jetzt, also angenommen, der eine Gesellschafter, der da eine unerlaubte Gewinnausschüttung an sich selbst gemacht hat, ist geläutert und sagt, okay, tut mir leid, Leute, ich habe euch in den letzten 3 Jahren betrogen, hier habt ihr das komplette Geld zurück. Muss dann die GmbH die Körperschaftssteuer rückwirkend für die letzten Jahre, die betrogen wurde, bezahlen? Beziehungsweise wie ist es steuerrechtlich dann? Ja, in welche Schwierigkeiten kommen die einzelnen Gesellschaften? Also müssen wir auch differenzieren. Ich denke, zivilrechtlich, du hast dich dann mit ihm geeinigt. Wahrscheinlich hat er das zurückgezahlt, auch eine Verzinsung. Auf jeden Fall, das ist geeinigt. Alles ist gut. Und es ist ja auch nicht dann zur Staatsanwaltschaft gegeben worden. Da wird also auch der strafrechtlichen Verfolgung wird dann natürlich nicht nachgegangen.
Steuerrechtlich ist es so, die verdeckte Gewinnausschüttung kann man nicht rückgängig machen. Du kannst dir nicht erst was nehmen und wenn der Finanzbeamte das feststellt, sagen, ach so, ja hier, ich zahle dir das zurück und damit hast du die verdeckte Gewinnausschüttung behoben. Das geht nicht. Wir haben ja im Steuerrecht auch das Verbot der Rückwirkung. Von daher, wenn du eine verdeckte Gewinnausschüttung einmal begangen hast, hast du sie begangen. Die 25% Kapitalertragssteuer, darauf spielst du ab. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich sage mal rein formell, müsste der Prüfer der GmbH diese 25% nachfordern. Erfahrung ist, das passiert gar nicht. Die fordert er nicht nach, sondern gibt diese Meldung nur an das private Finanzamt von dem Gesellschafter und prüft dort, ob das dort in seiner Steuererklärung berücksichtigt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, hat er auf jeden Fall dort den Fall der Steuerhinterziehung und er muss dort die 25% nachentrichten. Nein, also um das kurz zu beantworten, nein, die GmbH muss das nur formell nachbezahlen. Tatsächlich passiert das aber in meiner Erfahrung nicht. Auch wenn es unrichtig ist, kommt es dann zu der Folge, GmbH muss nicht bezahlen und der Gesellschafter hat das Problem bei sich auf der privaten Ebene. Also doppelt wirklich betrogen. Ja, doppelt, ja. Gut, das hat mich jetzt interessiert. Also kann man jetzt aber als Fazit für die Gewinnverteilung in einer GmbH das Ganze zusammenfassen, wie? Ja, also eine Gewinnverteilung sollte immer nach Gesellschaftsrecht erfolgen. Wenn es quotal ist, ist quotal. Wenn disquotal ist, darf auch disquotal ausgestellt werden. Dann braucht es aber ein Gesellschaftsprotokoll, das dir das erlaubt, auch bei der disquotalen. Was niemals gemacht werden sollte, sich einfach Sachen aus der Firma rauszuziehen. Also ohne Darlehensvertrag, ohne irgendein Gesellschafter, Gewinnausschüttungsprotokoll. Denn das ist sowohl zivilrechtlich strafbar als auch steuerrechtlich eventuell strafbar. Aber auf jeden Fall löst das eine Besteuerung von 55% aus. Das sollte man nicht tun. Und das größte Risiko sind natürlich die Mittelständler und die kleineren GmbHs, wo der Gesellschafter auch der Geschäftsführer ist. Die machen das ja fast ständig, muss man ehrlich sagen, aber wissen gar nicht, wenn man das im Fremdvergleich sieht, in welchem Risiko die sich da eigentlich befinden. Und dann hörst du immer, ja, ich mache das erstmal und den Darlehensvertrag reiche ich dir nach. Ja, was ist, wenn er aber mal verunglückt? Und das wird nicht nachgeholt. Das sind also auf jeden Fall Sachen, die dann auch die Erben erwischen. Mit anderen Worten, bleib formell, mach das sauber, dann funktioniert das sehr gut. Ansonsten kann das ein Riesenrisiko werden. Ja, wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Thanks for watching.